Und zugeschaltet aus Kiew ist mir jetzt Paul Ronsheimer. Paul, also eine groß angelegte Attacke auf Moskau. Was weißt du darüber? Ja, es gab diese Drohnenangriffe, die es in den vergangenen Wochen und Monaten ja immer wieder in Richtung Moskau gegeben hat. Aber jetzt ein heftigerer, der auch getroffen hat, unter anderem Ölraffinerien, aber eben auch innerhalb Moskaus, auch ein Zeichen der Ukraine, so höre ich aus ukrainischen Militärkreisen, um zu beweisen, dass sie weiterhin diese Angriffe fliegen können, auch wenn sie im eigenen Land militärisch teilweise geschwächt scheinen, insbesondere wenn wir uns die Situation rund um Sumy, also in Richtung Russland anschauen, wo ja die Ukrainer seit mehr als einem halben Jahr Regionen in Russland halten, also in Kursk, und da sind sie ja seit Tagen massiv unter Druck. Also dieser Angriff kurz vor den Verhandlungen, die ja heute in Saudi-Arabien gestartet sind zwischen den Ukrainern und den Vertretern der USA. Vielleicht eben auch hier ein Zeichen in Richtung Moskau, wir können weiter angreifen. Ja, und wenn man den russischen Militärbloggern glaubt, dann ist Kursk so gut wie sicher wieder in russischer Hand. Ja, da wird man abwarten müssen. Da gibt es unterschiedliche Analysen. Ich habe heute Morgen mit einem General hier gesprochen, der dort normalerweise ist in dieser Region. Und der berichtete ebenfalls von größeren Problemen, also vor allem bei den Versorgungslinien der Ukrainer. Und wenn die Russen es schaffen könnten, dort diese Versorgungslinien tatsächlich komplett zu zerstören bzw. für eine Einkesselung zu sorgen, dann, so hieß es auch hier von unseren Quellen, ist es sehr, sehr schwer für die Ukrainer, dann die Gebiete dort zu halten. Vor allem, weil wir hören, dass eben dieser nicht mehr vorhandene Austausch von Teilen der US-Infos aus den Geheimdiensten, dass das vor allem für die Ukrainer in Russland schwierig geworden ist. Denn vor allem gilt das für den Beschuss russischer Ziele in Russland, und das hat die Lage zusätzlich kompliziert gemacht. Intern gibt es durchaus bereits Kritik und die Frage, was hat diese Kursk-Mission eigentlich tatsächlich gebracht? Ja, und Paul, in Saudi-Arabien wird ja derzeit verhandelt. Die Frage ist, was bedeuten jetzt diese Nachrichten, diese Meldungen für die verschiedenen Verhandlungspositionen dort? Also für die Verhandlungen bedeuten sie erstmal nichts, denn dort sitzen ja die Amerikaner und die Ukrainer zusammen. Allerdings geht es darum, und das betont die US-Seite, das betont Donald Trump immer wieder, dass man nicht nur will, dass die Ukrainer den sogenannten Mineralien-Deal unterschreiben, sondern dass sie sozusagen einen Startpunkt geben für Verhandlungen. Und bei diesen möglichen Verhandlungen dann zwischen den USA und Russland, so stellt sich das zumindest Donald Trump vor, da will man schon bestimmte Punkte klären, zu denen die Ukrainer bereit wären. Da könnte es zum Beispiel um Gebietszugeständnisse gehen, also die Frage, wo dann eine mögliche Waffenruhe sein könnte, denn das ist das, was ja vorgeschlagen ist, dass es erstmal eine Waffenruhe in Teilen geben soll. Die Ukrainer sagen weiterhin, unter anderem der Chef der Präsidialkanzlei, Andriy Yermak, ist dort in Saudi-Arabien. Der hat heute Morgen noch einmal gesagt, dass diese Sicherheitsgarantien, über die es ja immer wieder Streit gegeben hat zwischen den Amerikanern und den Ukrainern, dass die weiterhin eine große Priorität haben für die Ukrainer. Also die Frage, was passiert nach einem möglichen Frieden, welche Sicherheit bekommt die Ukraine? Und Yermak hat dort heute Morgen betont, dass das Entscheidende sei, dass eine Vollinvasion, ein Angriff Russlands eben nach einem Frieden nie wieder passieren dürfe. Dankeschön, Paul.